In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr einen neuen Arbeitsbereich in Rockwell anlegt. Der Arbeitsbereich ist ein Ordner, in dem sich alle für den Rockwell-Server benötigte Dateien befinden. Um einen neuen Arbeitsbereich festzulegen, geht ihr unter dem Reiter Datei auf Arbeitsbereich öffnen. Dort erstellt ihr einen neuen Ordner, welcher dann euer Arbeitsbereich ist. Ihr könnt ihn zum Beispiel Meine Anlage nennen. Den gerade erstellten Ordner markiert ihr nun und bestätigt diesen Ordner mit Ordner auswählen. Ja, und damit ihr nicht jedes Mal den Arbeitsbereich nach einem Neustart erneut öffnen müsst, könnt ihr einen Standard-Arbeitsbereich festlegen. Dazu geht ihr erneut im Menü auf Datei und dann auf Rockview-Eigenschaften. Unter dem Reiter Pfad könnt ihr nun neben Arbeitsbereich Default auf die 3-Punkt-Schaltfläche klicken und den gerade erstellten Arbeitsbereich auswählen. Darunter gibt es weitere Optionen. Mit Ladearbeitsbereich beim Programmstart wird der gerade als Standard eingestellte Arbeitsbereich automatisch beim Starten von Rockview geöffnet. Den Speicherort der Bilder für zum Beispiel Lokomotiven, Wagen und Decoder wird unter Bilderverzeichnis festgelegt. Nach dem Festlegen der Speicherorte werden die Rockview-Eigenschaften mit OK geschlossen. Um jetzt einen Gleisplan hinzuzufügen, öffnet ihr im Menü unter Datei die Rockwell-Eigenschaften. Im Reiter Allgemein könnt ihr nun eine Gleisplandatei auswählen. Um einen neuen Gleisplan anzulegen oder auszuwählen, klickt ihr auf die 3-Punkt-Schaltfläche daneben. Hier könnt ihr euren Gleisplan nun benennen, zum Beispiel Meine Anlage. Jetzt legen wir noch eine neue Ebene an, bzw. benennen sie um. Dazu geht ihr im Menü auf Gleisplan und dann auf Gleisplan-Eigenschaften. Im neuen Dialog gebt ihr unter Titel den Namen der Ebene ein, zum Beispiel Meine erste Ebene. Ja, und jetzt bestätigt ihr die Änderungen mit OK. Ob alles funktioniert hat, testet ihr ganz einfach mit einem Neustart von Rockview. Wenn alles funktioniert hat, seht ihr über eurem Gleisplan den gerade eingegebenen Namen für die Ebene. Für einen übersichtlicheren Gleisplan könnt ihr auch eine zweite oder dritte Ebene anlegen. Dazu geht ihr einfach im Menü auf Gleisplan und dann auf Gleisplan hinzufügen. Unter Titel gebt ihr nun den Namen für die neue Ebene ein. Darunter könnt ihr die Höhe der Ebene ebenfalls eingeben. Diese wird im vertikalen Aufbau, in der die Objekte des Gleisplans positioniert sind, angegeben. Das heißt, der Schattenbahnhof käme also auf Ebene 0 und die Bergbahn auf die höchste Ebene. Jedoch ist das Erstellen einer neuen Ebene kein Muss und kann auch auf einer Ebene dargestellt werden. Über dem Gleisplan könnt ihr nun zwischen den Ebenen wechseln. Und wie ihr den Gleisplan bearbeitet oder Rückmelder einrichtet, zeige ich euch in einem anderen Erklärvideo.